Dies ist ein gekürzter Ausschnitt eines meiner Meinung nach gut recherchierten Berichtes aus einem Video der Langemann Medien, clubderklarenworte.de, vom 31. Januar 2021. Falls Ihnen dieser Bericht gefällt, abonnieren Sie bitte den Kanal des Verfassers, Langemann Medien, welcher in untenstehender Beschreibung verlinkt ist. Der Link zum ungekürzten Originalvideo ist ebenfalls in der Beschreibung zu finden. Der Club der klaren Worte ist eine unabhängige und überparteiliche Informationsplattform. Wir werden von keiner Organisation oder Partei finanziert. Wir haben auch unseren YouTube-Kanal nicht zur Vermarktung freigegeben. Ausschließlich unsere Zuschauer und Leser unterstützen unsere Arbeit. Wir verfolgen keine politischen Ziele. Demokratische Werte sind uns eine Verpflichtung. Guten Tag, mein Name ist Markus Langemann, ich bin Publizist. Was ich Ihnen heute hier zeigen möchte, ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit und ein Beleg für einen Informationskrieg, eine offensichtlich erscheinende Verflechtung zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und einer Regierungspartei im Freistaat Bayern unter Markus Söder. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist keine regionale Posse, sondern eine Erkrankung der Berichterstattung, in diesem Fall erneut des Bayerischen Rundfunks. Aber der Reihe nach. Sicher fragen Sie sich im Sinne einer gesunden Selbstreflexion gelegentlich, ob Ihre Wahrnehmung und die Interpretation der täglichen Informationen und Nachrichten, die Sie derzeit rund um die Uhr um den Corona-Komplex erhalten, einer neutralen Beurteilung standhalten. Der nachfolgende Sachverhalt ist um den zur Ausgewogenheit verpflichteten öffentlich-rechtlichen Bayerischen Rundfunk und den Bayerischen Landtag unter Führung der CSU-Landtagspräsidentin Ilse Aigner sehr bedenklich. Ein Kommunikationskomplott, ein Angriff auf die hohen Werte und Normen eines deutschen Landesparlamentes. Es muss ein Anliegen der Landtagspräsidentin sein, die das Hausrecht hat, alle am demokratischen Prozess beteiligten Stimmen nicht nur im Parlament zu Wort kommen zu lassen, sondern auch dafür Sorge zu tragen, dass dieses Bild manipulationsfrei nach außen getragen wird. Die Manipulation in Ihren Köpfen findet vor Ihren Augen statt, ganz konkret. Ich hatte Ihnen in einem vorangegangenen Video gezeigt, wie der Bayerische Rundfunk innerhalb einer TV-Live-Übertragung einer Debatte in Krisenzeiten aus dem Bayerischen Landtag einfach ausblendet. Daraufhin habe ich den Intendanten des BR in einem Brief um eine Stellungnahme gebeten. Den Brief finden Sie unter Dokumente auf clubderklarenworte.de, ebenso die Antwort von Herrn Ulrich Wilhelm, den Intendanten. Er schreibt unter anderem: Es ist unser Ziel, bedeutende Debatten für ein interessiertes Publikum etwa über einen zweiten Stream auf B5 Plus vollständig zu übertragen. Faktisch wurde die nächste Regierungserklärung mit anschließender Debatte tatsächlich in voller Länge übertragen. Der bekanntermaßen besonders regierungskritisch in der Opposition arbeitende fraktionslose Abgeordnete Plenk wurde aber einfach ausgeblendet in der Mitte. Aber schauen Sie selbst. Besser werden bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Vielen Dank. Das war Martin Hagen für die FDP und wir wollen an dieser Stelle die Zeit nutzen und die bisherige Debatte analysieren. Das macht meine Kollegin Eva Lell jetzt gleich auf BR24. Wichtiger Hinweis von uns. Auf B5 Plus übertragen wir jetzt die Debatte weiter, auch gleich die im Anschluss folgenden Reden der fraktionslosen Abgeordneten. Und nach der Analyse von meiner Kollegin Eva Lell kommt auch BR24 wieder zurück hier in die Debatte in den Plenarsaal. Eva Lell, jetzt bitte. Ich stehe im Steinernen Saal. Hinter mir ist der Plenarsaal. Da läuft die Debatte weiter. Wir machen jetzt eine kurze Debattenpause sozusagen und analysieren mal das. So, wie funktioniert hier nun die Manipulation der öffentlichen Meinungsbildung durch den Bayerischen Rundfunk? Nun, ohne Not unterbricht der BR nach dem Redner der FDP die Live-Übertragung und bringt nun die, wie der Reporter sagt, Zusammenfassung des bisher Gesagten. Dazu schaltet der BR aus dem Plenarsaal zu einer Reporterin vor dem Plenarsaal. Die Frage ist natürlich, warum muss der Bayerische Rundfunk etwas zusammenfassen auf Kosten der Übertragung der Oppositionsbeiträge von fraktionslosen Abgeordneten? Es wird so geschickt der Eindruck erweckt, das nun Gesagte habe weniger Bedeutung.
Frau Lell, die Reporterin hier im Vordergrund, spricht auch von einer Debattenpause, die ja keine ist, sondern nur in der Übertragung eine Pause der unabhängigen Oppositionsabgeordneten, die naturgemäß natürlich sehr kritische Regierungsbeiträge liefern, möglicherweise spannendere als die fraktionsgebundenen, oft phrasenverhafteten Politiker. Hinter Frau Lell geht nun der Redner ans Pult, das kann man hier gerade sehen. Der Parlamentsreporter wies ja noch darauf hin, die Debatte ist ab sofort nur noch über B5 Plus in den nächsten Minuten weiter zu verfolgen. B5 Plus ist ein Audioprogramm, das nur digital empfangen werden kann über Satellit und DAB. Dazu muss man wissen, in Bayern besitzen aktuell nur 30% der Bevölkerung ein DAB-Empfangsgerät. Und wie viel davon B5 Plus kennen und auch hören, ist in einschlägigen Marktforschungsstudien nicht ausgewiesen. Ein Indiz dafür, dass es kein Zufall sein kann, dass der BR gerade in dem Moment dieses Redners rausschaltet, sondern eben Kalkül. Das sehen Sie auch daran, dass die Kamera offenbar, nachdem man es in der Regie bemerkte, dass der kritische Redner noch im linken Bildrand zu sehen ist, auf die Reporterin zuzoomt, sodass der Redner aus dem Bild komplett verschwindet. Dafür gibt es keine dramaturgische Notwendigkeit, es ist allein eine Bildausschnittkorrektur. Nun sieht das Bild aus wie eine Parlamentsdebattenpause. Ja, die Reporterin des BR weist sehr wohl noch darauf hin in ihrer Zusammenfassung, dass es auch kritische Redebeiträge gibt, diese auch eine gewisse Spannung hätten, aber es scheint offensichtlich, welches Framing hier betrieben wird. Nachweisen kann man es nicht, aber die Indizien sind sehr deutlich. Und die Manipulation ihrer möglichen Meinungsbildung sehr intelligent. Also in exakt jenem Moment, als der Oppositionsredner als nächstes ans Rednerpult tritt und mutmaßlich die Regierungspolitik zu kritisieren beginnt, blendet der Bayerische Rundfunk vor die Tür des Plenarsaals, um eine Zusammenfassung der bisherigen Debatte zu bringen. Interessanterweise ist die Zusammenfassung genau so lang wie die Rede des Oppositionellen. Wie lang die Rede sein wird, das weiß man ja vorher, weil den Rednern eine bestimmte Redezeitenlänge zugewiesen ist. Die Redner von CSU und Freien Wählern waren sich eigentlich weitgehend einig mit dieser Regierungsstrategie. Die Rednerin der CSU-Fraktion, Tanja Schoroth-Dremel, hat sogar eine baldige Öffnung der Kitas und der Grundschulen im Wechselunterricht. Kleiner Zeitsprung um 1-2 Minuten nach vorne. Die Reporterin spricht noch immer. Im Hintergrund sehen Sie den Redner nach 4 Minuten, das ist die ihm zugeteilte Redezeit, wieder an seinen Platz gehen. Und die Reporterin beendet nun auch ihre 4-minütige Zusammenfassung. Dass der Redner gerade den Rücktritt von Markus Söder gefordert hat, hat niemand bei dieser Übertragung erfahren. Übrigens auch nicht durch den Kommentator von Löwes im Plenarsaal. Er weist darauf seine Zuschauer auch nicht hin. Mir geht es bei der Betrachtung nicht um die Inhalte des Redners, sondern um die Techniken der Manipulation. Oft sind die Personen vor den Kameras und Mikrofonen dabei auch nur Spielfiguren, die mit Unbehagen das ausführen, was Vorgesetzte als Leitlinien ihnen vorgeben. In den Zeiten aufgeheizter Stimmung scheint es mir geboten, die Landtagspräsidentin an ihre eigene Rede anlässlich der konstituierenden Sitzung im November 2018 zu erinnern, die Rede, die sie nach ihrer Wahl gehalten hat. Wo das Herz der Demokratie schlägt, werde ich auch keine Störungen zulassen. Ich freue mich aber wirklich auf die Zusammenarbeit und Ihnen allen wünsche ich ganz persönlich alles Gute. Dort, wo das Herz der Demokratie schlägt, will sie keine Störungen zulassen. Es wäre ein guter Moment, das Hausrecht zu bemühen und den übertragenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk daran zu erinnern, seinem Auftrag nachzukommen und auftragsgemäß die Meinungspluralität gerade in Krisenzeiten auch komplett abzubilden. Mit dem Alterspräsidenten des Landtags haben Sie ja einen Journalisten im Haus, der sicher für die manipulationsfreie Presse kämpfen könnte. Fokusgründer Helmut Markwort von der FDP. Vor allem auch, weil er im Rundfunkrat des BR sitzt. Also bitte, Herr Markwort, folgen Sie Ihrem guten Ruf.
Und an die Verantwortlichen des Bayerischen Rundfunks sei noch mal der bekannte Satz gerichtet, der unterschiedlichen Absendern zugesprochen wird. Von wem er ursprünglich stammt, ist im Prinzip auch egal. Wahr ist daran jeder Buchstabe. Journalismus bedeutet, etwas zu bringen, von dem andere wollen, dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist PR. Vor dem Hintergrund sollte man übrigens auch noch mal die Community-Richtlinien von YouTube überarbeiten. Bis zum nächsten Mal.